Die neuen Nazis in einer Brutalität wie die alten Nazis, das sei die Alternative für Deutschland. Aber die ARD-Inszenierung, die geht noch weiter. Die AfD ist eine Partei des Hasses. Der Großteil der Leitmedien und der ganze öffentlich-rechtliche Komplex, ihr ganzer einseitiger Kampf gegen die AfD. Wir sind ja einiges gewohnt an Manipulation, Falschmeldung, Verleumdung. Jetzt setzte die ARD noch einen drauf. Die Sendung hieß: Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Das sollte eine Sendung sein zur AfD, nur zu einer Partei vor der Wahl. Da kann man ja sagen, wenn man das machen will, soll ich AfD wählen oder nicht, Argumente für oder gegen die AfD, aber das Motto gleich zu wählen, das Thema gleich so zu bestimmen, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Das ist schon schräg. Es sollte eine Sendung der Argumente werden, also der Sachargumente. 2 Journalisten präsentieren abwechselnd Argumente für die Pro- und Kontraseite. Hier geht es darum, das Argument hat Raum, hat Platz, beide Argumente haben das und die 100 hören sich das an. Die Argumente haben Raum, haben Platz. Es sollte also um eine sachliche Aufklärung gehen, damit die Zuschauer sich vor der Wahl informieren können. Dann aber machte die ARD das genaue Gegenteil. Sie schürte mit Macht, Emotionen gegen die AfD, mit allen Mitteln moderner Bühnendramaturgie schürte sie Angstgefühle und setzte die AfD mit Nazimördern gleich. Gucken Sie sich gleich mal diese Inszenierung an, achten Sie auf die Scheinwerfer und das dramatische Licht. Nämlich was mitgebracht. Und zwar ist das dieser Koffer hier. Der Koffer steht für mein zweites Argument. Und das lautet, die AfD ist ein Problem, weil sie macht Menschen Angst. Meine Mama, mein Papa und meine Oma, Gott hab sie selig, haben die Shoah, den Holocaust, überlebt. Das ganze Studio ist dunkel, nur grelles Licht auf den Koffer, die ganze Szenerie schüchtert ein, macht Emotionen, macht Angst. Sie hatten nach dem Krieg immer einen Koffer, den ich erst als 10-Jährigen entdeckte. Und ich entdeckte in diesem Koffer neben vielem, wie dann Krügerrand-Münzen rausfielen. Und ich fragte, was dieser Koffer soll, ein alter, verbrauchter Koffer. Und sie sagten, Michel, wenn wir gehen, er ist immer gepackt. Er ist immer gepackt, falls die Holocaust-Nazis wiederkommen. Und mit der AfD wird suggeriert, genau diese Mörderbanden sind wieder da. Hören Sie mal weiter. Ich fragte sie, warum sollen Sie denn in einem gepackten Koffer in Deutschland leben? Und sie sagten, weil es nicht sicher ist, ob die alten Nazis und die neuen, die kommen werden, nicht wieder die Politik prägen werden. Die neuen Nazis in einer Brutalität wie die alten Nazis, das sei die Alternative für Deutschland. Aber die ARD-Inszenierung, die geht noch weiter. Die AfD ist eine Partei des Hasses. Ihr einziges Programm besteht darin, Menschen auseinanderzudriften, zu spalten, Menschengruppen zu beleidigen. Das macht Menschen Angst und zu Recht. Die ARD-Show will hier maximalen Schrecken erzeugen, maximale Angst und Emotionen. Und wenn Menschen Angst haben, egal was davor steht, dann kann ich uns nur sagen, wir sollten alle Angst haben. Es wird beliebig, wen sie hassen. Wir sollen also alle Angst haben vor der AfD. Wir sollen die anderen Parteien wählen, damit es nicht so wird wie 1933 bei SS und NSDAP. Ich bin froh, dass ich den Koffer habe. Er erinnert mich, dass ich gehen sollte. Vorzeitig, wenn es nötig ist. Nötig wäre es aber nur, wenn die AfD weiter ihre Gewalt und ihr Gift in die Gesellschaft hineinstreut. Da fällt einem nichts mehr ein. Oh, was für eine öffentlich-rechtliche Inszenierung. Jeder in diesem Land hat ein Recht auf Respekt und Anerkennung. Diese ganzen wirklich zu Hass und Angst aufstachelnden Äußerungen werden von niemand in der Sendung im Folgenden kritisiert oder eingeordnet. Sie stehen für sich über allem. Mit dieser Sendung schließt die ARD in ihrem offenen Kampf gegen die Alternative für Deutschland zur Agitation des ZDF auf.
Hören Sie sich mal kurz noch mal an, was die Chefredakteurin des ZDF sagte am Abend des AfD-Wahlerfolgs am 1. September in Thüringen und Sachsen, wie sie ihr Statement begann. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist. Der Wahlerfolg der AfD bei den Bürgern wird gleichgesetzt mit dem Überfall auf Polen, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust. Das Schüren von Angst, die Drohung mit dem absolut Bösen, die totale Verhetzung und Spaltung der Gesellschaft, zu diesen Mitteln greifen die öffentlichen Rechtlichen, ARD und ZDF jetzt. Die ARD bricht in ihrer Sendung das Ganze auch noch hemmungslos auf bestimmte Zielgruppen runter, die jetzt besonders Angst haben sollen. Das macht Menschen Angst, die schwule Menschen sind, die jüdische Menschen sind, die schwarze Menschen sind, die queere Menschen sind. Aber all das sind Menschen. Die Fakten zeigen doch, wie wenig das stimmt. Schwule Menschen zum Beispiel wissen doch aus eigener Anschauung im Alltag, woher Gefahr und Ablehnung droht von den vielen muslimischen Migranten mit ihrem ganz anderen Menschenbild. Die schwule Community, das zeigen alle Umfragen, wählt deshalb die AfD. Unter Schwulen ist die AfD stärkste Partei von allen. Das ist die Wahrheit. Diese Menschen suchen Schutz bei uns vor denen, die sie wirklich bedrohen, schlagen, beleidigen. Und bei Menschen, die sie als queer bezeichnen, dürfte das gar nicht viel anders sein. Ähnlich ist es mit den Juden in Deutschland. Alle Opferbefragungen zeigen, bei 4/5 aller Juden, die Opfer antisemitischer Taten werden, sind die Täter Muslime. Und das restliche Fünftel sind überwiegend Linksradikale, die Israels Politik hassen. Das ist die Realität. In der AfD gibt es bereits eine Untergruppe Juden in der AfD. Und selbst ein Mann wie der Ex-Chef des israelischen Mossad hat die AfD-Bundestagsfraktion besucht und uns Mut zugesprochen in unserem Kampf gegen die unkontrollierte Einwanderung. Und überhaupt, die Angst in Deutschland ist ja ein Thema. Ja, die Deutschen haben Angst, fast täglich mehr und zu Recht. Frauen, die sich nicht mehr in unsere U-Bahn trauen, nicht mehr in den Bus, die nicht mehr ins Freibad gehen. 52.000 Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch sogenannte Flüchtlinge auf unsere Frauen in Deutschland allein seit 2017. Das ist die wirkliche Angst in Deutschland. Davor haben die Deutschen Angst. 21.000 Messerattacken im Jahr, 57 jeden Tag. Und ganze Stadtteile sind in Angst und Schrecken vor Clanverbrechen. Zugleich wuchern fremde Parallelgesellschaften mit Frauen ohne Rechte und Männer mit hoher Gewaltbereitschaft. Dazu muslimische Kalifate, die ausgerufen werden, mit Millionen Anhängern hierzulande im Netz. Und dazu kommen noch all die Morde von Solingen, Mannheim, Bad Oeynhausen und unzählige andere. Auf Stadtfesten, Marktplätzen, Freibädern, Sportplätzen, selbst im Kurpark, nichts ist mehr sicher. Vor diesen massenhaften Gefahren, davor haben die Deutschen Angst. Und deshalb wählen immer mehr. Die AfD gegen die Angst, als Hilfe gegen die wirkliche Angst im Land. Aber davor war in der ARD nicht die Rede. Diese Sendung stellte jede Realität auf den Kopf. Wir, die AfD, stellen das Land wieder vom Kopf auf die Füße.